Hallo, zum 50-Jahres-Jubiläum von Kawasaki Deutschland bzw. Kawasaki weltweit haben wir nochmal eine alte Z umgebaut. Und zwar haben wir schon viele Ideen schon immer gehabt und die haben wir hier mal versucht umzusetzen. Und ich möchte euch gerne das Bike mal erklären. Bevor ich zur Erklärung am fertigen Bike komme, hier ein paar Bilder der Umbaustufen, die wir natürlich vor dem Umbau durchführen mussten. Man sieht hier den Rahmen. Wir haben den kompletten Heckrahmen abgetrennt und einen neuen Heckrahmen gebaut, allerdings in Originaloptik. Hier wurde dann integriert diese ausfahrbare Sitzbank mit 2 Linearführungen und einem Linearmotor. Der Verfahrweg ist ca. 200 mm. Dann wurde die Alu-Rohrschwinge angefertigt und im Rahmen eingepasst. Der Rahmen nach links verbreitert, um die Kettenflucht zu gewährleisten, um den 240er Reifen eben auch mittig einbauen zu können. Sowie wurden die Gabelbrücken inklusive den Lenkerstummeln schon mal vormontiert, um Lenkanschläge und so weiter zu überprüfen. Dann wurde der Rahmen kunststoffbeschichtet und in der Zwischenzeit alle anderen Anbauteile oberflächenbehandelt, wie hochglanzpoliert oder auch kunststoffbeschichtet und konnten jetzt zusammengebaut werden. Hier sind dann die einzelnen Stufen auch noch zu sehen. Wir fangen mal bei der Gabel an. Die Gabel ist von einer ZX10R. Die ZX10R hat eine voll einstellbare Gabel in Zug- und Druckstufe. Dazu haben wir Gabelbrücken gebaut, die gekröpft sind, weil die Gabel ist etwas kurz. Das heißt, der Längenausgleich ist durch die Kröpfung kompensiert. Haben dann Lenkerstummel oben aufgeschraubt, die man auch im Winkel verstellen kann. Dazu natürlich Speichenfelgen. Die klassische Z hatte Speichenfelgen. Haben wir hier Edelstahl gewählt, haben die Radnaben angefertigt und haben Alu-Radnaben gebaut und Edelstahlfelgen in den Größen 3,5 x 18 und 8,0 x 18 für einen 240er Hinterreifen. Dazu musste der Rahmen bearbeitet werden. Der Rahmen ist übrigens kein Z1 900 Rahmen, das ist ein Z900 Rahmen, Z900 A4, der im Heckbereich beschädigt war und für eine Originalrestauration nicht mehr zu gebrauchen war. Aber da wir hier einiges andere umgebaut haben, haben wir den als Basis genommen. Der Rahmen wurde sogar verbreitert, weil wir mit dem 240er Reifen keine Mittigkeit hinbekommen im Originalrahmen. Deswegen wurde der nach links verbreitert. Schön zu sehen die Alu-Rohrschwinge im TNT-Style hier mit Exzenterverstellung. Die fertigen wir auch im eigenen Hause an. Da werden die Exzenter, die Aufnahmen für die Stoßdämpfer und so weiter werden CNC gefräst. Und dann in einer Lehre werden die mit unseren gebogenen Alurohren verschweißt und die anschließend hochglanzpoliert. Hat einen großen Vorteil gegenüber der TNT-Schwinge, sie ist wesentlich leichter, weil sie eben aus Alu ist. Fußrastenanlagen aus eigenem Hause haben wir schon, ich glaube, seit 25 Jahren im Programm, sind leicht zurückverlegt. Eine Auspuffanlage, auch Eigenbau, eine 4 in 1 mit einem kurzen Endrohr und mit 97 dB Standgeräusch, das ist das Maximale, was in dem Baujahr eintragungsfähig ist. 86 dB Fahrgeräusch ist ja limitiert. Unser Retro-Cockpit ist hier oben auch zu sehen mit Digitaluhren, das wir eigentlich bei den klassischen Bikes immer verbauen. Und natürlich neueste Komponenten von Fahrzeugen, wie hier die radial verschraubten Bremsanlage von Tokigo, hinten eine Brembo-Bremsanlage mit Radial-Bremszylinder und verstellbaren Kupplungs- und Bremshebel. Als Scheinwerfer haben wir einen ganz neuen klassischen Scheinwerfer genommen. Das ist ein Chromscheinwerfer in LED-Technik, der sogar Kurvenlicht hat und das funktioniert auch wirklich top. Das heißt, wenn man eine Schräglage von mehr als 10 Grad fährt, schaltet sich automatisch das Kurvenlicht zu. Der Motor ist natürlich auch komplett überholt. Das heißt, der Motor wurde erst abgedichtet, gestrahlt, dann anschließend mit einem speziellen Motorlack lackiert, anschließend wieder komplett auseinandergenommen. Da sind hochverdichtete Kolben drin mit 1015 Kubik. Der Zylinderkopf ist general überholt. Sämtliche Motordeckel sind hochglanzpoliert, Dichtungen, Simmerringe, natürlich alles erneuert. Also der Motor ist im Neuzustand.
Bei unseren Umbauten verwenden wir auch immer eine komplette Elektrik. Das heißt, die Elektrik ist neu, Kabelbaum, es ist eine Dyna-Zündanlage mit Dyna-Zündspulen verbaut, die Lenkerschalter, die Sicherungskasten etc. ist auch alles, wie gesagt, neu. Ganz besonderer Gag an dem Fahrzeug ist unser Heckteil. Ihr habt ja vielleicht gesehen, das Teil heißt Double Seater. Warum schreiben wir Double Seater? Wie ihr seht, es ist eine Einsitzer-Sitzbank, aber wir haben Soziusrasten montiert. Und die Optik sieht halt cool aus mit dem kurzen Heckteil, aber wenn man mal zu zweit fahren will, hat man ja immer das Problem. Da haben wir uns was einfallen lassen, haben eine Konstruktion gebaut, um das Heckteil nach hinten zu verfahren. Und das zeige ich euch jetzt mal mit einem Schalter und Knopfdruck fährt das Heckteil nach hinten und man hat eine Sitzfläche von 39 cm auf 61 cm dann verändert und kann dann bequem zu zweit fahren. Ich fahre es mal wieder ein. Funktioniert auf jeden Fall super. Im Heckteil haben wir noch eine Rückleuchte mit dem Z eingebaut. Das ist eine bauartgeprüfte Rückleuchte von einer Z800, die wir hier rein konstruiert haben. Und haben hier auch erstmals die sehr gut getesteten YSS Federbeine verbaut, die, muss ich sagen, den namhafteren Herstellern wie Wilbers oder Öhlins in nichts nachstehen. Wirklich top Stoßdämpfer werden wir in Zukunft auch öfters verwenden. Ja, das war's. Gefahren haben wir das Bike auch, seht ihr ja dann auch im Film. Macht richtig Spaß und der 240er Reifen, kann ich euch versprechen, fährt sich auch perfekt in den Kurven. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.